In dunkler Nacht, zum Vollmonde, aller Seelen Halloween. Oh, oh Mist, ich habe vergessen, ich habe ja heute Skatabend mit Jesus. Willkommen in Nordpünktlichen Dungeon. Mein Name ist Blockstar, euer freundlicher Klemmbaustein-YouTuber. Ihr kennt mich aus Formaten wie 16 zu 9 oder Hochformat bei den Shorts. Kleiner Spaß. Freunde, heute möchte ich euch einen Klemmbaustein bzw. Spielzeughersteller vorstellen, der berühmt ist für einen Helden aus der Hölle. Um den geht es heute nämlich nicht. Ich meine nämlich Spawn. Nein, es geht mir aber um die Firma dahinter bzw. den Erfinder Todd McFarlane. Und Modbricks hat mir hier 3 Sets von McFarlane Toys bzw. McFarlane Builds vorgestellt bzw. zur Verfügung gestellt, damit ich sie euch vorstellen kann. Nämlich ein Rick and Morty Klemmbaustein Set, ein Five Nights at Freddy's Klemmbaustein Set und ein Walking Dead Figuren Pack. Das ist der Hintergrund einfach, weil McFarlane sich auch wieder mehr auf Actionfiguren konzentrieren will, wo sie eigentlich herkommen. Ich habe aber hier auf dem Kanal noch nie ein Review gemacht über McFarlane. Ich habe es bei vielen anderen gesehen und deswegen möchte ich euch heute auch ein bisschen von diesem amerikanischen bzw. kanadischen Hersteller vorstellen und vor allen Dingen über Todd McFarlane nachher in den Fakten erzählen. Aber jetzt, keine Angst, wir machen das Licht wieder an. Ich muss auch die Maske absetzen, ich kriege nämlich so schlecht Luft, Freunde. Ja, Freunde, dann stelle ich euch die 3 Sets von McFarlane Toys einmal vor. Wir haben hier ein Figurenpack ab 10 Jahren von The Walking Dead. Wir haben hier Upper Vent Repair von Five Nights at Freddy's, 88 Teile, ein Horror-Adventure-Set ab 12 Jahren und wir haben hier das Schlafzimmer von Summer mit Snowball von Rick und Morty, 129 Steinchen ab 14 Jahren mit dem coolen Slogan You shall now call me Snowball. Mit 2 Figuren, nämlich hier Snowball und Summer. Rick und Morty kann ich euch nur ans Herz legen. Netflix und Co. Eine tolle Sendung mit einem richtig kranken, spacigen Humor gefällt mir. Das hier ist auch ein schönes Horror-Adventure-Game und über The Walking Dead, über die Fernsehserie, brauche ich glaube ich gar nichts sagen. Übrigens alles 3 dann doch Klemmbaustein-Sets, weil dieser Figurenpack ist eine Erweiterung zu der Klemmbaustein-Serie aus dem Walking Dead-Universum. Ich zeige euch jetzt die Kartons einmal so kurz nacheinander. Da sehen wir nämlich den Action Pack mit Rick und Co. Hier sehen wir auch nochmal 3 Zombies, Rick und den Bruder von Daryl. Und hier unten sehen wir nämlich auch Daryl auf dem Highway, ein Klemmbaustein-Set. Und wir sehen das Büro des Governors mit seiner Tochter. Hier an der Seite sehen wir Rick wieder. Hier auch Rick. Von oben The Walking Dead mit AMC-Logo, der Fernsehsender, der das ja produziert hat. Und hier unten wieder Captain Planet und Co. Und eine traurige Zwiebel, das gehört dazu. Und natürlich auch sehr, sehr viele Sprachen. Geht an die Seite, wie gesagt, Figurenpack machen wir gleich mal auf. Dann Five Nights at Freddy's, ein sehr makabres, lustiges Game. Kann ich euch auch nur empfehlen, gibt es sehr günstig bei Steam zu kaufen. Hier sehen wir die Upper Vent Repair mit solcher einer Mechatronik-Figur, die quasi nicht namensgebend, aber die Hauptcharaktere in dem Game sind. Hier hinten sehen wir auch Freddy und Co., die anderen Sets aus der Serie. Hier sehen wir auch diese eine Figur und da sehen wir auch, dass so eine Mechatronic, nicht Animatronic, so heißt es, Animatronic-Figur ist. Genau, von oben halt der Slogan, von unten wieder auch traurige Zwiebel und der grüne Punkt. Auf der Seite haben wir hier auch wieder Upper Vent Repair stehen. Und hier auf der Seite sehen wir dann auch wieder den Slogan und den namensgebenden Bär. Kommen wir jetzt zu dem Set, wo ich mich am meisten drauf freue. Das ist nämlich hier Summer mit ihrem Schlafzimmer und den aufgepimpten Snowball. Warum, weshalb, wieso? Guckt euch die Folge an, die ist super. Da sehen wir Summer, ihr Schlafzimmer und den coolen Rick and Morty Schriftzug, beziehungsweise auch diesen Dimensionsstrudel. Richtig cool. Ja, 2 Figuren, klar, Snowball und Summer. Von oben, You shall now call me Snowball. Von unten babylonisches Sprachgewirr. Auf der Seite auch, hier so kann man in den Blister ein bisschen reingucken. Ne? Und hier sehen wir wieder Rick und Morty in ihren
Time Tunnel. Und ganz cool, hier hinten sehen wir die schönen Sets, die es noch gibt. Also dieses UFO, deren Hauptgefährt, sage ich mal. Dann Rick und Morty vor einem dieser Tunnel und dann hier Mr. Meeseeks. Richtig coole Folge auch. Ja, und dann nochmal 2 Sets, Ricks Vater. Ich kann euch diese Serie wirklich nur ans Herz legen. Richtig abstruser Kuddelmuddel, Science-Fiction, Comedy, Horror, Humor gefällt mir einfach. Ja, Freunde, so, das machen wir als letztes auf, das machen wir als vorletztes auf und das hier machen wir als erstes auf. Wir sehen hier mit Teserband festgemacht. Zack, zack, wir machen es einmal auf. Wir sehen hier, okay, 2 Tüten, Papier und diesen einen, ist mit Pappe festgemacht, da könnt ihr es vielleicht sehen, mit Pappe und Teserband. Da ist der Rick drin. Oh, wenn wir den rauskriegen, ohne die kaputt zu machen. Ihr kennt das ja vielleicht, ne? Man will ja immer sowas eigentlich nicht kaputt machen. Und so Kartons öffnen ist für einen Block sowieso immer schwierig. Also Finger runter und ziehen. So, Karton geht an die Seite. Wir holen den Rick einmal raus aus seiner Pose. Da fällt er mir schon fast auf die Hose. Das reimt sich. Er sieht ein bisschen, er sieht gar nicht so richtig so aus wie Rick, finde ich. Sieht aus wie irgendjemand mit der Pistole. Er hat seine typische Sheriff-Uniform, die ausgewaschene. So, da haben wir auch wieder ein bisschen ja, Werbung. Ich muss kurz mal schauen. So baut man es zusammen. Einmal einen Walker, und also einen Zombie und einen Human. Finde ich lustig unterteilt. Und hier sehen wir auch nochmal, es gibt ein anderes Set, nämlich Prison Tower und Gate. Das ist auch aus den frühen Staffeln. Sind auch mit die besten, glaube ich, wenn man von The Walking Dead spricht. Ja, dann hier Plastik aufgemacht. Und hier sehe ich schon hier einen roten Kopf, der mir hier entgegenkommt. Richtig lustig. So, ist halt Zombies. Oder sind halt Zombies. Oh ja, Körperteile. Und hier kommt mir ein Arm entgegen. Ich weiß gar nicht, wo hier was offen ist. Ich glaube, die Tüte ist offen. Nö, also Kopf und Arm kommen mir hier entgegen. Ich packe es mal an die Seite, weil das baue ich nachher zusammen. Ich wollte es euch nur einmal zeigen. Also geht hier an die Seite, The Walking Dead. Das seht ihr dann auch im Speedbild. Dann habe ich nämlich mehr Zeit, euch das zu erzählen, was ich euch erzählen möchte. Dann schauen wir Five Nights at Freddy's. Upp. Auch hier wieder mit Blister. Da haben wir die Figur. Die sieht richtig krass aus. Hier unten sehen wir Platz für Noppen. Und da ist die Figur. Kein oben, kein unten, kein hinten, kein vorne. Ein Kopf, noch ein Kopf. Hier geht sogar ein Fuß schon ab. Das hat 3 Füße, das Gefährt, das Gerät, das Maschinchen. Dieser Hundekopf mit Fliege und dann hier der, ja, 2 Hände und noch so ein Schwanz wahrscheinlich soll das sein. Ich lege das mal hier hin. Und dann haben wir hier die Steine, die Anleitung, Aufkleber oder, ja, Aufkleber. Und da ist noch was drin. Oh, da ist noch eine ganze Menge drin. Boing. Also viel Plastik und viel Pappe. Liste an die Seite. Da haben wir hier Kleber und so Plastikfolien. Ich weiß nicht wofür. Schaut mal. Lege ich an die Seite. Hier haben wir die Steinchen für die Rohre. Haben halt hier viel Sonder- und Formteile. Die Klemmbausteine, die alle irgendwie uns bekannt vorkommen, die sehr leicht wirken. Und hier haben wir auch nochmal die Steine. Ihr seht hier, die Noppen haben alle Löcher. Und die Anleitung für diesen, ob das ein Ofen ist oder so. Schaut mal, sieht aus wie so ein Ofen, Apparent. Da sehen wir, hier müssen wir also diese Folie einspannen. Da gibt uns auch der Freddy Tipps zum Bauen. Okay, wir haben hier auch mit Pfeilen immer uns gezeigt, wo wir die Steine anbauen müssen. Alles, was wir bauen, ist so leicht farbentsättigt. Und wir haben dann hinterher 25 Bauschritte und auf der letzten Seite Teileübersicht. Bisschen ist die Anleitung irgendwie so wie von Mega Constructs. Also weil das Design hier wirklich angelehnt ist an dieses Flackern des Monitors. Wenn ihr das Spiel kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Und hier auf der Rückseite haben wir nochmal alle Sets, die es so gibt. Ich finde es ein bisschen gruselig, dieses so Puppen und Horror, das mag ich gar nicht. Also
Ihr kennt bestimmt ja Chucky und Co. Ja, das war jetzt das Set. Geht auch an die Seite, baue ich auch gleich. Und kommen wir jetzt zu Rick and Morty, auch wenn wir hier kein Rick und Morty haben. Trotzdem ist es ein cooles Set, kann ich euch jetzt schon sagen, finde ich, weil es eine der coolsten Folgen ist. Oh, und hier haben wir ein Dingsterbums, das jeder haben muss. Wer die Serie kennt, der weiß, was ich meine. Plumbe. Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, es ist richtig Hammer. Ja, hier sehen wir die Steinchen. Zack, 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 zack. Ich finde es krass, dass diese Steine oben quasi die Noppen offen haben, weil das sieht aus wie dieses Fake-Lego, was nicht kompatibel war, was man früher von der Oma geschenkt bekommen hat, die keine Ahnung hatte. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Aber es ist ja kompatibel zu allen anderen Herstellern. So, hier haben wir auch wieder ein bisschen, ne, ich sage es immer, Sets oder Bilderchen, die uns den Mund wässrig machen. So, da haben wir auch nochmal die Szenerie. Erste Seite wieder ein bisschen, hier haben wir Aufkleber. Das ist dann für die Fliesen, für die Rückwand. Das sind die Bilder, die Poster von Summers Bed da. Und hier haben wir auch wieder rote Pfeile, die uns den Weg weisen. Das Design der Anleitung ist schon wieder so angelehnt. Wir haben mit diesem Blitz so einen Dimensionsriss und auch wieder leicht farbentsättigt, was wir gebaut haben. Und wir kommen dann auf 68 Bauschritte und wieder auf den letzten Seiten die Übersicht der Steinchen, die wir verbauen. Und wie gesagt, da die Werbung. Jetzt muss ich nur noch die Summer rausholen. Die ist nämlich hier noch in dem Blister drin. Komm doch her. Sie ist eigentlich nicht mein Lieblingscharakter in der Serie, aber in dieser Folge, diese Szenerie passt ganz gut. Und schaut mal, es fühlt sich leicht gummihaft an, aber irgendwie doch, also nicht billig. Schaut sie euch an mit ihren verschreckten Blick. Unten auch wieder Löcher zum Aufnoppen. Natürlich hinten popomäßig nichts zum Aufnoppen. Ich glaube, das verbietet ja irgendwie Lego. Ich habe immer das Gefühl, dass sobald man hinten Noppen hat, Lego einen darf deswegen verklagt, was die Figur angeht. Ob das die stört, das Aufnoppen, das weiß ich nicht. Egal, ich habe jetzt hier sehr viel Klemmbaustein, Gedöns, 3 verschiedene Franchises, ein Hersteller. Ich baue das jetzt alles nacheinander im Speedbild und dann sehen wir uns gleich danach wieder in die Augen. Aber viel Spaß dann gleich bei meinen Fakten, während ich das hier zusammenklöpple. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Und die Fakten heute habe ich natürlich wieder aus der allwissenden Online-Müllhalde Wikipedia gezogen. Ich möchte euch heute jemanden vorstellen, den ich für einen Universal-Nerd halte, denn er hat eines der coolsten Musikvideos gestaltet, hat sich in einigen Games verewigt und hat neben seiner eigenen Spielzeugfirma, die wir heute hier auch besprechen, nämlich McFarlane Toys, auch zwei der coolsten Comic-Charaktere überhaupt erfunden. Aber dazu gleich. Aber ihr könnt es euch jetzt ja denken, wir sprechen über Todd McFarlane. Todd McFarlane ist am 16. März 1961 in Alberta, genauer gesagt in der Stadt Calgary in Kanada, geboren worden. Er ist aber nicht nur Kanadier, er ist auch US-amerikanischer Staatsbürger. McFarlane wuchs in Kalifornien auf und wollte eigentlich Baseball-Profi werden. Als er wegen einer Verletzung nicht mehr spielen konnte, begann er, Comics zu zeichnen. Er arbeitete nach seinem College-Abschluss in Grafikdesign an der Eastern Washington University, zunächst vor allem für die Comicverlage Marvel und DC. 1985 heiratete er und zog zurück nach Kanada. Anfänglich war er vor allem für die Serien The Incredible Hulk, Daredevil und G.I. Joe, A Real American Hero bei Marvel beschäftigt. Ende der 1980er Jahre kreierte er etliche Ausgaben des DC-Comics Batman und der Marvel-Serie Wolverine. Durch den gewaltigen Erfolg, den McFarlane als Co-Zeichner der Comicserie The Amazing Spider-Man hatte, bekam er eine eigene Spider-Man-Heftreihe. Die erste Ausgabe erschien im September 1990 und wurde zum meistverkauften Comicheft aller Zeiten. McFarlane zeichnete die Ausgaben dieser Reihe bis Heft 16. Er war es, der den Lesern erstmals Venom vorstellte, den Gegner von Spider-Man, der auch im Film Spider-Man 3 zu sehen ist und mittlerweile ja seine eigenen 2 eigenständigen Kinofilme hat. Auf dem Höhepunkt seines Erfolges bei Marvel kündigte er. 1991, nach der Geburt seiner Tochter, hörte McFarlane zunächst auf, Comics zu zeichnen und zog nach Portland, Oregon. 1992 war McFarlane einer der Mitbegründer des Comicverlages Image Comics. Unter dem Image-Label veröffentlichte er insbesondere die Serie, die ich am meisten feiere, Spawn.
Diese gehört seit dem ersten Heft zu den meistverkauften Comicheften der USA. Todd McFarlane lebt derzeit mit seiner Familie in Phoenix, Arizona. Ursprünglich zur Vermarktung der Figur Spawn gründete er die Marketing- und Merchandising-Firma Todd Toys, die später in McFarlane Toys umbenannt wurde. Diese Firma trägt, und das könnt ihr auf den Verpackungen hier sehen oder auch auf meinem Thumbnail, das Logo von Spawn. Der Kopf von Spawn etwas modifiziert. Diese Produktsparte schrieb neben den Comics eine eigene Erfolgsstory und genießt in Sammlerkreisen mittlerweile Kultstatus. Denn es gibt nämlich nicht nur Actionfiguren von den Comichelden, nein, es gibt auch welche von beliebten US-amerikanischen Sportlern und von vielen Popkulturgrößen der Rockmusik, wie zum Beispiel Elvis Presley, Jimmy Page oder Slash. Was ich aber auch faszinierend finde, ist, dass Todd McFarlane eines der coolsten Musikvideos mitproduziert hat, und zwar von Korn, Freak on the Leash. Des Weiteren hat er es geschafft, in 2 Spielen mit dabei zu wirken. Er hat sich in Mass Effect 3 quasi eingebracht. Er hat bei Assassin's Creed Uniformen bzw. die Designs der Uniformen entworfen und hat er auch wohl ein paar Charaktere im Spiel zu Shrek entworfen. Also, wie ich sage, ein Multi-Nerd, richtig cool. Jemand, der irgendwo immer ein bisschen seine Finger drin hat, und ich kann das gut nachvollziehen. Ich würde es auch gerne. Ich meine, wer hätte nicht seine eigene Spielzeug- oder meinetwegen Actionfigurenfirma und auch noch seinen eigenen Comicverlag? Richtig Hammer. Ja, Freunde, das waren die Fakten und jetzt viel Spaß beim eigentlichen Review der 3 Sets. Ja, Freunde, da haben wir unsere 3 Sets von McFarlane Toys, Rick and Morty, Five Nights at Freddy und natürlich hier unten The Walking Dead. Das ist hier eher The Leaking Dead, weil ich es nicht so gut hinbekommen habe, die Figuren zum Hinstellen zu bringen. Das geht hier wohl irgendwie mit diesen plastikdurchsichtigen Dingern, aber ich habe es jetzt nicht so hinbekommen. Gerade die hier sieht eher aus wie ein Skispringer, der Telemark macht. Da lacht sogar die Kamerafrau. Das habe ich nicht hinbekommen. Die Figuren sehen cool aus. Ich halte es euch mal in die Kamera. Hier Daryls Bruder mit seiner, ja, was ich sagen, sein Dosenöffnerhändchen, wollte ich gerade sagen. Hier haben wir halt so einen Zombie. Ich muss sagen, ich habe früher sehr, sehr viel Left 4 Dead gespielt. Da gibt es jetzt ja auch einen neuen Teil. Da habe ich echt mal wieder Bock bekommen, Walking Dead zu gucken und auch die Spiele zu spielen. Und hier haben wir auch wieder einen Zombie. Ja, die Figuren sind schön. Man sieht trotzdem so ein bisschen die Schlitze, wo die Gelenke drankommen. Manchmal war es für mich nicht so ersichtlich, wo vorne und hinten ist. Da muss ich mal gucken, ob die einen Gürtel haben, was ich ziemlich lustig finde beim Zombie, der einen Gürtel hat. Von daher, ja, für mich jetzt nicht so einfach zusammenzustecken, sind aber coole Figuren. Muss für mich persönlich aber sagen, dass ich die von Mega Constructs irgendwie cooler finde. Haben die bessere Noppenaufnahmen, weil das ist hier alles, das kann ich euch jetzt schon mal verraten, sechseckig, was die Noppen angeht. Es sind zwar oben runde Noppen, aber die Löcher sind immer sechseckig und das irgendwie erschließt sich mir nicht so ganz. Hier bei diesen 5 Figuren habe ich kein Teil über. Hier unten hat, wie gesagt, diese durchsichtigen Schneeschuhe. Ich verlinke euch das Set ja zu Modbricks, da könnt ihr die Figuren auch nochmal anschauen. Sind natürlich ganz cool so, wenn man dieses Universum mag. Ich lege die Figuren jetzt mal zur Seite, also diese 3 Zombies hier, 1, 2, 3 Zombies und den lieben Herrn Rick Grimes mit und den Bruder von Daryl, Myrtle, genau so hieß er, glaube ich. Ich muss echt die Serie wieder anfangen. Ich habe sie irgendwann abgebrochen. Bei Negan habe ich aufgehört zu gucken. Ich glaube, ich muss weiter schauen. Aber bitte nicht spoilern, Freunde. Ja, das hole ich noch nach. Ja, wie gesagt, keine Teile über. Kommen wir zu Five Nights at Freddy's. Auch ganz wichtig. Und das Set heißt ja Upper Vent Repair. Heißt also, die obere Lüftung wird gewartet, möchte ich mal so behaupten. Und das Bauen war ganz lustig, weil das mal Bautechniken waren, die ich so noch nie gesehen habe. Nämlich, dass wir hier diesen Kasten so seitlich dran noppen und unten hier haben wir Plastik. Und auch hier haben wir Plastik. Also wir klemmen zweimal Plastik rein. In der Anleitung ist dieses hellere Grau als beige dargestellt. Da bin ich ein bisschen drüber gestolpert und der Aufkleber hier ist ein bisschen zu groß. Generell diese Tube-Dinge halt nicht ganz so gut.
muss man sich aber auch erstmal dran gewöhnen. Wie alles, ich zeige es euch von oben jetzt nochmal, dann wisst ihr, was ich meine. Diese Noppenaufnahmen sind sechseckig innen drin, also diese hohlen Tubes. Das muss man sich erstmal so ein bisschen im Klaren sein, weil man beim Drücken, ja, es passt halt nicht immer. Die Figur ist ziemlich cool, ziemlich crazy, habe ich euch gesagt, so eine Animatronics-Figur. Das sind ja die Hauptcharaktere des Spiels, oder der Spielserie eigentlich, eine sehr crazy Spielserie. Kann ich euch nur ans Herz legen, möchte ich auch nicht spoilern. Ist halt was ganz Besonderes. Dieses Ding sieht schon cool aus. Vor allen Dingen, weil ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, das kriegt die Kamera wahrscheinlich nicht hin, aber diese bedruckte Folie ist leicht durchsichtig und hat dadurch wirklich so einen tiefen Effekt wie ein Lüftungsschacht. Und eigentlich, da ja eigentlich McFarlane alle möglichen Lizenzen hat, könnte man hier auch wirklich, ich meine, bald ist wieder Weihnachten, stirb langsam machen, Lüftungsschacht oder jedes andere Franchise, wo in einen Lüftungsschacht gekrochen wird. Das ist ziemlich cool, weil die Tiefe ist da, davor einfach eine Bruce Willis-Figur und das Ding kauft sich jeder von euch. Muss ich generell sagen, das sind ja alles immer kleine Szenen. Es gibt ja nicht die großen Serien, wie es die bei Lego gibt oder bei Kobi gibt. Das kann man gar nicht vergleichen. Selbst Mega Constructs hat eigentlich mehr Serien, also mehr Sets pro Serie, als jetzt hier McFarlane, die halt immer drauf spezialisiert sind auf halt besondere kleine Sachen. Ich glaube, da wo wir gleich zu noch kommen, nämlich Rick and Morty, da gibt es am meisten. Ja, wie gesagt, dieser kleine Kasten, schöne Einzelteile, diese Hoch- und Runter-Pfeiltasten, auch eigene Pins sehen wir hier in Orange, also da braucht keiner rummeckern wegen blauen Pins, also das ist wirklich cool. Aufkleber habe ich halt ein bisschen schief drauf gebracht. Der Mix zwischen Aufkleberfolie und keine Aufkleber und Prints wie hier ist schon ein bisschen komisch, aber das ist halt Amerika. Es sieht halt cool aus, man kann es sich gut in die Ecke stellen, gerade wenn man so Fan ist, wenn man Gamer ist, passt das glaube ich ganz gut und die Bauweise ist wirklich schön. Also hier, man kann es hinstellen, dieses marmorierte, generell die Steine alle so ein bisschen Mega Constructs mäßig, alle so ein bisschen marmoriert, fühlen sich etwas billiger an, sind es aber von der Klemmkraft nicht. Sie sind leichter, das Material ist wahrscheinlich etwas weniger, aber sie klemmen genauso gut wie Mega Constructs, möchte ich mal behaupten. Also die originären Steine, jetzt nicht diese Sonderteile. Das ist schon was ganz anderes. Ist wirklich so, bin ich froh, es mal gebaut zu haben, aber was ganz anderes. Also ich glaube, das ist wirklich so dieses nordamerikanische, etwas leichter die Steine, dafür etwas härter zu klemmen und oben halt offene Noppe, Mut zu offenen Noppe. So, jetzt noch einmal hier unser, ja, Mechatronic Monster, jetzt sage ich schon wieder Mechatronic, Animatronics Monster und dieser offene Lüftungsschacht. Geht zur Seite, plus halt diese 3 Steinchen. Kommen wir jetzt aber zu meinem eigentlichen heimlichen Star, nämlich zu Schnuffel bzw. Snowball. Nämlich hier Schnuffel bei der lieben Summer im Zimmer. Ich glaube, ich muss einfach mal abmachen. Kommen wir gleich zu. Hier haben wir die Summer mit den, ich habe es rausgefunden, Plumbus. Den braucht ja jeder. Schön das Zimmer. Es sieht aus wie ja, aus einem Guss, ist aber gebaut. Auch schön hier ruhig die Aufkleber. Das war für mich ganz einfach so, wie man das kennt beim Teenager an die Wand bappen. Ich habe nur ein Problem mit den Anleitungen gehabt. Das habt ihr vielleicht im Speedbild gesehen. Der übrigens, also der gesamte Bau dieser 3 Sets, wobei diese Figuren, ja, die musste ich ja auch zusammen am Anfang, waren 50 Minuten. Das vorweg, also ich habe eine knappe Stunde für alle 3 Sets gebraucht. Hier konnte ich halt die Aufkleber, das wollte ich euch sagen, wie ein Teenager die Poster an die Wand klatschen. So, jetzt habe ich nicht den Faden verloren, weil ich wollte euch ja eigentlich was erzählen von der Anleitung. Ich habe immer in der Anleitung gesehen, wo ich die Steine hinnoppen soll. Es wurden immer Pfeile gezeigt, da hinnoppen und erst auch beim nächsten Bauschritt habe ich gesehen, wie es ausschaut. Ich weiß nicht, ich mag es immer ganz gerne, wenn der Stein schon, also wenn ich auf der gleichen Seite, im gleichen Bauset vielleicht noch sehe, wie der Stein dann liegt. Wenn einfach nur der Pfeil sagt, hier bitte da hinschieben und dann die Perspektive ein bisschen schräg von oben ist, das mag ich nicht. Auch so Formteile ist immer so eine Geschichte. Klar, jetzt baue ich gerne Kobi, aber so eine ganze Decke hier, ich meine, es sieht aus wie ein Puppenhäuschen, ein Puppenset, aber das macht es wahrscheinlich auch aus. Das ist das Coole wahrscheinlich an McFarlane, dass ich halt hier was baue, was überhaupt nicht nach Klemmbaustein aussieht, aber dann doch Klemmbaustein irgendwie ist. Wobei das auch hier nur Mittel zum Zweck ist, weil die meisten anderen Teile sind aus so einer Art Hartgummi und ja, haben zwar auch Noppenaufnahmen, dann komischerweise sogar viereckig. Ich will mal kurz gucken, ob ich es euch zeigen kann. Nee, hier ist es rund. Aber die Decke hier hat zum Beispiel unten auch viereckige Aufnahmen. Das ist wieder ein bisschen
ja, komisch. Aber schön hier auch die Bauweise vom Bett. Dass wir so quasi Baurichtungsumkehr haben mit den Technik-Bricks, das sieht man vielleicht. So von unten habt ihr hier auch die Plates. So, ich lege die Summer wieder in ihr Bett, wobei halt, wir zeigen euch erstmal die Summer. Die Figur ist ganz niedlich, sieht ein bisschen aus wie eine schlanke Plate-Figur, möchte ich mal behaupten. Auch hier unten seht ihr sechseckig irgendwie die Aufnahmen. Ja, aber sie wird nicht, also kriegt keine Aufnahme, sie kriegt eine Auflage, das Bett hier. Und so, zack. Und jetzt geht es wieder los, so ein bisschen hier das Suchen. Wo ist denn hier? Weil es gebogen ist, kriegt man es auch nicht richtig rein. Da das Bett hier auf so einer Sollbruchstelle der Plate liegt, ist ein bisschen schwierig. Jetzt schlägt sich die Sommer ihren Kopf an. Und nicht vergessen, den Plumbus, den braucht jeder. Aber hier der jetzt eigentliche Star, Schnuffel, beziehungsweise natürlich, Schnuffel war sein Sklavenname. Er ist Snowball. Der Imperator der Erde eigentlich. Der Hunde auf der Erde. Richtig cooler Exosuit, genau wie man es kennt, aber auch alles Formteile. Ich meine, klar, das ist McFarlane Toys. Die stellen das halt, die kennen das von ihren Actionfiguren, von ihren reinen Actionfiguren. Daher haben die halt diese Molds für solche Sonderteile. Und hier unten haben wir dann auch wieder eine viereckige Aufnahme. Also die sind immer irgendwie verschieden, wobei die viereckigen, die halten. Das sieht man auch hier. Zack. Die Figur hält jetzt so, was sie verspricht. Genau. Und dann haben wir hier noch ein paar Steine über. Fussel müssen weg. Dieser Vlies muss endlich mal das zeitliche sägen. Hier ein paar Steine, die über sind. Sonderteile, die könnt ihr natürlich nirgendwo benutzen. Von den Farben, von der Bauart. Die sind dann wieder originär irgendwie McFarlane. Sie ist natürlich kompatibel trotzdem. Ihr könnt es auch aufklemmen auf Lego, Kobi, Sluban, Xingbao, wo ihr wollt. Aber ich wüsste nicht, wie man das kombinieren könnte. Also es ist mein Lieblingsset. Es ist cool, einfach auch, weil ich diese Folge super mag, weil ich den Humor von Rick und Morty mag. Summer ist halt, wie gesagt, eigentlich nicht so der Main Character, aber, buff, jetzt wird sie erschlagen vom Schnuffel. Es ist einfach eine ikonische Szene, beziehungsweise eine ikonische Folge. Also Rick und Morty ist cool. Vielleicht besorge ich mir da nochmal das UFO, muss ich gucken, weil das ja wirklich, die beiden, Rick Sanchez und Morty, das wäre einfach, das brauche ich glaube ich noch. Genau, wenn ihr wisst, wo es das gibt, wobei ich glaube, bei Amazon findet man es vielleicht, schreibt es bitte in die Kommentare. Generell würde ich von euch gerne wieder wissen, was ihr von McFarlane Toys haltet. Habt ihr auch ein Set oder mehrere Sets von McFarlane Toys oder Actionfiguren oder habt ihr Comics von Herrn McFarlane gelesen oder zu Hause? Bitte schreibt mir das alles in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Ich finde diesen Typen von sich aus sehr, sehr spannend. Alleine, weil er das gemacht hat, was wir alle vielleicht gerne hätten. Er hat halt seine eigene Spielzeugfirma gegründet. Gut, Freunde. Gründet ist ein gutes Stichwort. Wir machen jetzt hier kurz den Cut und dann schauen wir uns gleich in meine blau-grauen Augen. Das ist gelogen, das sind nämlich grün-grau. Ja, Freunde, da ist das Video auch schon zu Ende. Unsere kleine Reise durch die Firma McFarlane Toys aus Nordamerika. Unser Figure Pack, unser Five Nights at Freddy's Set und unser Rick and Morty Set mit Schnuffel aka Snowball und Summer. Das hat mir am besten gefallen. Hier war es mal krass, diese Bautechnik zu sehen. Und ja, mit so Figuren, da habe ich wahrscheinlich 2 linke Hände. Aber trotzdem war es ganz cool, weil es mich mal wieder ein bisschen getriggert hat, doch so Walking Dead endlich zu Ende zu gucken. Ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln da mittlerweile es gibt. 30. Vielleicht guckt ihr die Sendung ja auch. Ihr wisst, alles, was euch dazu einfällt, immer unten in die Videobeschreibung. Und ihr seht schon hier, da ist meine kleine Murks. Die liegt hier, denn sie fand es ein bisschen blöd, dass ich hier einen Hund baue. Da wollte sie schon drüber gucken, dass ich da auch alles richtig mache und nicht auf einmal hier anfange, dass ich auch noch mir einen kleinen Schnuffel hole. Keine Angst, Murks, du bist mein kleiner Schnuffel. Schlaf gut. Ja, Freunde, in diesem Sinne kann ich euch eigentlich auch nur sagen, theoretisch schlaft gut, trotz dieser Horror-Sets vielleicht und auch meiner Horrorverkleidung. Halloween ist jetzt ja zu Ende. Ich hoffe, es gab bei euch viel Süßes und nichts Saures. Wir haben irgendwie gar keinen gehabt, der geklingelt hat, obwohl wir Süßigkeiten eingekauft haben und ich darf sie gar nicht essen. Naja, also Kinder, beim nächsten Mal bitte dann Sturm klingeln. In diesem Sinne, Freunde, ich habe euch lieb, ich weiß, ihr habt mich lieb. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.